Ist so ein HiFi-Anlagenturm noch zeitgemäß oder tut es eine Soundbar auch? Hi, servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um diese Ultimea Aura Soundbar. Wie immer packe ich sie für dich aus und quatsch ein bisschen drüber. Ultimea ist eine relativ junge Firma, weswegen du wahrscheinlich noch nicht allzu viel darüber gehört hast, die sich auf Soundbars und Lautsprecher spezialisiert hat und für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Sitz von Ultimea ist in Hamburg, gefertigt wird in China, wie viele andere Firmen das auch machen. Das Ganze kommt in einem relativ kleinen lilanen Karton daher mit der Aufschrift, wie das System heißt, 7.1 Channel, Dolby Atmos, Bluetooth und weitere Angaben. Was fehlt, sind genauere Angaben wie Watt, was für ein Bluetooth ist verbaut und so weiter. Warum steht hier 7.1 Channel, wenn nur 5 Lautsprecher und ein Subwoofer dabei ist? Das habe ich aber alles für dich mit viel Zeit und Geduld nachrecherchiert. Mit viel Kaffee geht das schon. Meine Kaffeetasse findest du übrigens hier oben rechts. Herzlichen Dank, wenn du 1-2 Euronen reingeschmissen hast. Aber jetzt zum Lieferumfang. Im Lieferumfang haben wir das Herzstück, die Soundbar. Die ist 40 x 6,5 x 10 cm, 4 kleine Lautsprecher, die 8,2 x 8,8 x 8,1 cm haben und den Subwoofer, der 15,5 x 24,4 x 21,5 cm hat. Ein großes Netzteil für die Soundbar und einmal ein kleineres für die 2 hinteren Lautsprecher. Dazu 3 Verbindungskabel, 2x2 Meter und einmal 6 Meter. Ein HDMI-Kabel, 6 Halterungen zum Befestigen der Lautsprecher und Soundbar an die Wand. Dazu die Schrauben und Dübel, eine Fernbedienung und eine Bedienungsanleitung. Ich muss sagen, es ist alles sehr gut beschriftet und schaut schlicht, zeitlos und hochwertig aus. Die Spaltmaße sind überall gleich und minimal. Unten an den Boxen sind Gumminoppen und an dem Subwoofer sogenannte Entkopplungsfüße, die das Gehäuse akustisch von dem Boden trennen, so dass die Vibrationen nicht übertragen werden und damit ein klarer Klang erzeugt wird. Soundbar. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse eARC HDMI. Was heißt das? eARC ist ein verbesserter Audio-Rückkanal und der neueste. Hast du nur ARC an deinem Fernseher, dann ist es der alte Anschluss, aber dieser ist noch immer besser wie der optische Anschluss, der sich an der Soundbar neben dem eARC HDMI Anschluss befindet. Alle Angaben in diesem Video ohne Gewähr. Ich lerne aber gerne dazu. Wer anderer Meinung ist oder es besser weiß, kann mir gerne in die Kommentare unten schreiben. Mit diesem optischen Anschluss kannst du maximal 5.1 wiedergeben. eARC kann zusätzlich aus einem 5.1 Signal noch das räumliche Atmosgefühl über die Upfiring Lautsprecher basteln. Diese Upfiring befinden sich vorne im Lautsprecher, diese sind zu der Decke gerichtet, Sound prallt an deiner Decke ab, kommt von oben zurück zu dir. Dein Gehirn denkt, das Flugzeug fliegt über mir. Zusätzlich sind noch 3 weitere Lautsprecher in der Soundbar verbaut. Ein Display ist auch vorhanden. Also um jetzt zurückzukommen auf die Frage, warum dieses System 7.1 heißt, obwohl nur 5 Lautsprecher und der Subwoofer vorhanden ist, also wäre das ja 5.1, sind diese 2 Upfiring Lautsprecher. Es ist somit kein echtes Dolby Atmos System. Für mich ist es ein 5.1.2 System. Zurück zu den Anschlüssen. Da hast du dann noch einen USB-Anschluss für MP3-Dateien, Stick rein und Musik an. Du kannst das alles mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz easy, unkompliziert steuern. AUX, ja, für Zocker, weil hier die Latenz gleich 0 ist, würde ich mal sagen, oder wenn HDMI und optischer Anschluss nicht verfügbar sind, dann kann man diesen nutzen. Wobei ich sagen muss,
Du hast Bluetooth 6.0 an Bord, daher ist die Latenz hier auch sehr gering. Die nächsten zwei sind für die seitlichen Boxen der Sub-Out für den Subwoofer. Dann hier noch den Direct Current Input, also Stromanschluss. Hier seitlich sind die Löcher für die Befestigung an die Wand. Und oben hast du die Touch-Tasten Einschalten, Eingang, Bluetooth und Lautstärke leise und laut. Der Subwoofer Bass MX hat eine eigene Basstechnik von Ultimea. Der 5,25 Zoll Downfiring Lautsprecher, der sich logischerweise unten befindet, im Subwoofer liefert einen tiefen, satten Bass, so dass du Explosionen, Steps in Games richtig im Bauch spürst. Auf der Rückseite ist die Bassreflexöffnung. Das ist Theorie, ob das wirklich so ist, das teste ich am Schluss vom Video. Also dranbleiben. Und zum Schluss noch die 4x2 Zoll Surround Lautsprecher, die für ein räumliches Klangerlebnis sorgen. Die Frontlautsprecher werden mit jeweils einem 2 Meter Kabel an die Soundbar angeschlossen. Die zwei hinteren werden mit Bluetooth zu der Soundbar verbunden, so dass du keinen Kabel quer durch dein Wohnzimmer ziehen musst und benötigen hinten nur einen Stromanschluss. Die zwei hinteren Lautsprecher werden mit dem 6 Meter langen Kabel miteinander verbunden. Nun schließe ich die Boxen zusammen, das sehr einfach ist. FR und FL sind die Front, also vorne rechts und links Lautsprecher. Rotes Kabel in rote Buchse in der Soundbar und in den FR, der auch eine rote Buchse hat. Weißes Kabel in weiße Buchse in der Soundbar und in den FL. Subwoofer in Sub-Out Buchse und daneben Power. Keine Sorge, da passt nur das richtige Netzteil mit Buchse rein. Dann brauchen wir natürlich auch das externe Signal. Da musst du nun schauen, was dein Fernseher zu bieten hat. Bestenfalls eARC oder ARC HDMI. Ansonsten nimmst du den optischen. Und nun die zwei hinteren Lautsprecher SR und SL. Da kommt dieses 6 Meter lange Kabel jeweils mit dem farbigen Ende auch wieder in die Box rein. SR bekommt noch einen Stromanschluss und der Aufbau ist fertig. SR muss in Sitzrichtung zum Fernseher rechts sein, parallel zu der rechten Box FR vorne. Ist ja auch logisch. Und nun zu der Inbetriebnahme. Den QR-Code von der Bedienungsanleitung scannen, App runterladen, registrieren, Daten eingeben. Dann wird dir ein Code per E-Mail geschickt und diesen musst du dann eingeben. Und dann kannst du dich auch schon einloggen, meine Geräte wählen und dann auf dem Plus Geräte hinzufügen, Soundbar einschalten, autorisieren und Berechtigung Einstellungen machen und dann auf Jetzt starten tippen. Dann kannst du hier die Lautstärke, den Equalizer ein- und ausschalten und die Quelle wählen. Im Hauptmenü hast du rechts unten noch die Einstellungen und wo du Hilfe, Feedback und Kundenservice findest und weitere Einstellungen. Links auf dem Kompass kannst du erforschen, die Community entdecken, der Insidergruppe beitreten und vieles mehr. Mit der App kannst du alles machen, was du auch mit der Fernbedienung machen kannst. Oben hast du zwei Reihen, die Eingänge, links geht es weiter mit Equalizer zurückzusetzen, daneben die X-Up-Mix-Taste. Diese Funktion bei Ultimea Soundbars steuert die virtuelle Surround-Sound-Verarbeitung. Dann laut leise und zum weiteren Titel springen. Ja, dann links Stummschalttaste. Device Reset, ja, hier kannst du die ganze Einstellung auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hier hast du den Equalizer, quasi Bass, Mitteltöne und Tieftöne, wo du diese verändern kannst. Ja, und unten die verschiedenen Modis wie Film, Musik, Stimme und so weiter, darunter Surround und Prompt Tone. Soundbar. Anlage. Nur ein Agent.
hast du das gemacht? Was? Du hast dich bewegt wie sie? Resümee? Ich sag mal, es kommt immer auf die Preisfrage drauf an und wie hoch man seine Ansprüche stellt. Diese Ultimea Soundbar kostet komplett um die 200 Euro rum. Wenn man bedenkt, dass ein Lautsprecher von meiner Anlage mehr kostet als diese Soundbar, dann ist der Vergleich mehr als ungerecht. Der Unterschied zu den Lautsprechern von meinem Fernseher und der Ultimea Soundbar sind gravierend. Und der Subwoofer macht echt gute Arbeit. Wenn der Sound aus deinem Fernseher blechern klingt, dann ist diese Soundbar eine gute Wahl. Sie bietet dir guten Bass und einen guten Surround-Klang. Zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut finde ich, dass die Anlage sich zusammen mit dem Fernseher ein- und ausschaltet, dass ich die Lautstärke mit meiner Fernbedienung verändern kann und dass eine Fernbedienung dabei ist, wo ich die verschiedensten Modis mit einem Knopfdruck umschalten und verstellen kann. Nicht zu vergessen sind die Halterungen für die Wand, die die Soundbar stylisch an der Wand schweben lassen. Klar, die dünnen Verbindungskabel sind störend, diese lassen sich aber mit einer flachen, selbstklebenden Leiste aus dem Baumarkt wegzaubern. Somit komme ich auch zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hilft dir bei der Qual der Wahl. Alle Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, dass du das Video bis zu Ende gesehen hast und diesen Kanal abonniert hast. Ich würde mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben freuen. Hau rein, genieß dein Leben, pass auf dich auf, bleib vor allem gesund und schau mal wieder auf CBTube herein. Tschüss, Ade und ciao, ciao. Yeah.